Die Nacht in Slug ist so schwarz, dass man die eigene Hand vor Augen nicht sieht, wäre da nicht dieser winzige Lichtschimmer einer einzelnen Öllampe. Es ist das Jahr 1783, und während die zivilisierte Welt in den Salons von London über Politik und Tee debattiert, steht eine Frau auf einer gefährlich hohen, wackeligen Holzkonstruktion. Sie ist kaum 1,40 Meter groß, gezeichnet von den Narben der Pocken und den Folgen des Typhus, doch ihr Blick ist schärfer als der jedes Seemanns auf dem Ozean. Caroline Herschel hält den Atem an. Das Metall des Teleskops ist so kalt, dass ihre Haut fast daran festfriert, aber sie spürt es nicht. Sie sucht nicht nach dem, was man bereits kennt. Sie sucht nach dem Unbekannten, nach dem Wanderer zwischen den Welten, nach dem Licht, das noch keinen Namen trägt. In dieser Sekunde ist sie keine Dienstmagd, keine kleine Schwester und keine unbedeutende Migrantin in einem fremden Land. In dieser Sekunde ist sie die Herrscherin über den Nachthimmel. Caroline Herschels Reise zu den Sternen begann im tiefsten Schlamm der sozialen Bedeutungslosigkeit. Geboren 1750 in Hannover, war ihr Lebensweg eigentlich schon vor ihrem ersten Schrei vorgezeichnet. In einer Zeit, in der das Schicksal einer Frau durch ihre Ehefähigkeit bestimmt wurde, galt Caroline nach einer schweren Typhuserkrankung als beschädigte Ware. Mit 10 Jahren hörte sie auf zu wachsen, ihr linkes Auge war getrübt, und ihre Mutter sah in ihr nichts weiter als eine lebenslange, unbezahlte Haushaltshilfe. Während ihre Brüder Musikunterricht erhielten und die Welt erkundeten, wurde Caroline darauf getrimmt, Socken zu stopfen, den Boden zu schrubben und die Klappe zu halten. Ihr Vater Isaac, ein Militärmusiker, erkannte zwar ihre Intelligenz und gab ihr heimlich Unterricht, wenn die Mutter nicht hinsah, aber er warnte sie auch, da sie weder schön noch reich sei, würde sie niemals einen Ehemann finden. Caroline war das Aschenputtel der Wissenschaft, gefangen in einer Küche in Hannover, während ihr Geist bereits nach der Unendlichkeit dürstete. Die Rettung kam in Form ihres Bruders William. Er holte sie 1772 nach Bath, England, doch wer nun eine romantische Rettungsgeschichte erwartet, wird enttäuscht. Caroline tauschte lediglich den Haushalt ihrer Mutter gegen den ihres Bruders ein. Zuerst sollte sie als Sängerin ausgebildet werden, was sie mit eiserner Disziplin verfolgte, bis sie tatsächlich zur gefeierten Solistin aufstieg. Doch William, ein Mann von obsessiver Neugier, verlor plötzlich das Interesse an der Musik und verfiel dem Bau von Teleskopen. Caroline hatte keine Wahl. Wenn sie Zeit mit ihrem Bruder verbringen wollte, musste sie mit ihm in den Staub der Werkstatt ziehen. Sie wurde zur Spiegelpoliererin. Stundenlang, oft ohne Pause, schleifte sie die Metallspiegel für die riesigen Teleskope. William war so besessen, dass er vergaß zu essen, und Caroline fütterte ihn buchstäblich mit dem Löffel, während er die Oberfläche der Linsen bearbeitete. Sie war sein Schatten, sein Echo, sein menschliches Archiv. Doch in diesem Schatten begann Caroline, ihr eigenes Licht zu finden. William erkannte, dass er ohne ihre mathematische Präzision verloren wäre. Während er durch das Okular blickte und die Positionen der Sterne ausrief, saß Caroline daneben und hielt alles fest. Sie korrigierte seine Berechnungen, ordnete seine chaotischen Notizen und lernte im Selbststudium die komplexen Formeln der Astronomie. Die Arbeit war lebensgefährlich. Eines Nachts, als sie am riesigen Teleskop arbeiteten, verfing sich Carolines Fleisch in einem eisernen Haken der Mechanik. Ein riesiger Fleischhaken bohrte sich in ihr Bein, während die schwere Konstruktion sich bewegte. Trotz der qualvollen Schmerzen und der drohenden Verstümmelung war ihre größte Sorge nicht ihr Bein, sondern dass die Beobachtungsnacht unterbrochen werden könnte. Diese Frau kannte keinen Schmerz, wenn es um die Wissenschaft ging. Der endgültige Durchbruch kam, als William ihr ein eigenes, kleineres Teleskop schenkte, damit sie in den Nächten, in denen er nicht da war, himmelsfegen konnte. Und Caroline fegte gründlicher als jedermann vor ihr. Am 1. August 1786 entdeckte sie einen Kometen, den ersten von insgesamt 8, die zweifelsfrei ihr zugeschrieben werden. Das war eine wissenschaftliche Sensation. Eine Frau,
die einen Kometen entdeckt? In der Royal Society in London rieb man sich die Augen. Doch Caroline war nicht auf Ruhm aus, sie war auf Präzision aus. Ihre Entdeckungen waren so exakt dokumentiert, dass niemand sie ignorieren konnte. König Georg III war so beeindruckt, dass er ihr ein jährliches Gehalt von 50 Pfund gewährte. Dies war ein historischer Wendepunkt. Caroline Herschel war die erste Frau in England, die ein offizielles Gehalt für wissenschaftliche Tätigkeit erhielt. Sie war nun keine Gehilfin mehr, sie war eine Profiastronomin. Ihr Privatleben hingegen blieb ein kompliziertes Geflecht aus Loyalität und Einsamkeit. Sie heiratete nie, und ihre emotionale Welt drehte sich fast ausschließlich um William. Als dieser im Alter von 50 Jahren beschloss zu heiraten, brach für Caroline eine Welt zusammen. Sie fühlte sich verstoßen, ersetzt durch eine Ehefrau, die nichts von Astronomie verstand. Es war die dunkelste Zeit ihres Lebens. Sie zog aus dem gemeinsamen Haus aus und lebte in kargen Zimmern, doch ihre berufliche Pflicht obsiegte über ihren privaten Schmerz. Sie kehrte jede Nacht zurück, um mit William zu arbeiten. Diese Phase zeigt die Zerrissenheit einer Frau, die im Kosmos zu Hause war, aber auf der Erde keinen festen Platz fand. Sie war eine Gigantin des Geistes, die sich selbst oft als unbedeutend bezeichnete, vielleicht aus Bescheidenheit, vielleicht aber auch als Schutzmechanismus in einer Welt, die dominante Frauen bestrafte. Die größte Kontroverse um Caroline Herschel ist bis heute die Frage nach ihrer Autonomie. Viele Historiker sahen in ihr lange Zeit nur die treue Sekretärin. Doch wer ihre Kataloge studiert, erkennt die Wahrheit. Sie hat das Chaos von Williams Entdeckungen erst in eine nutzbare Wissenschaft verwandelt. Sie überarbeitete den gesamten Sternkatalog von John Flamsteed und fügte Hunderte von Fehlern und Auslassungen hinzu. Ohne ihre akribische Buchführung wäre die moderne Astronomie des 19. Jahrhunderts blind gewesen. Ihr Werk Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars ist das Fundament, auf dem spätere Generationen aufbauten. Sie war das mathematische Gehirn hinter dem Herschel-Erbe. Nach Williams Tod im Jahr 1822 kehrte Caroline, nun 72 Jahre alt, nach Hannover zurück. Es war eine bittersüße Heimkehr. Sie vermisste den intellektuellen Austausch Englands und fühlte sich in der bürgerlichen Enge Hannovers wie eine Gefangene. Doch sie gab nicht auf. In ihrem kleinen Zimmer in Hannover arbeitete sie unermüdlich weiter. Sie ordnete die Daten für ihren Neffen John Herschel, der die Tradition der Familie fortführte. Die Welt begann nun endlich, sie zu ehren. Die Royal Astronomical Society verlieh ihr 1828 die Goldmedaille, eine Auszeichnung, die danach über 1,5 Jahrhunderte lang keine Frau mehr erhalten sollte. Der König von Preußen verlieh ihr die Goldmedaille für Wissenschaft an ihrem 96. Geburtstag. Caroline Herschel starb 1848 im unglaublichen Alter von 97 Jahren. Auf ihrem Grabstein ließ sie schreiben: Das Auge der hier Ruhenden, im irdischen Zustande, war nach den herrlichsten Gestirnen des Himmels gerichtet. Sie war eine Frau, die physisch klein war, aber das Universum in ihrer Hand hielt. Ihr Vermächtnis lebt in jedem Satelliten, in jedem Weltraumteleskop und in jeder jungen Frau weiter, die heute Physik studiert. Sie hat bewiesen, dass man keine idealen Startbedingungen braucht, um die Sterne zu erreichen. Man braucht nur die Ausdauer eines Diamanten und den Mut, niemals wegzusehen, wenn es dunkel wird. Wenn wir heute in den Himmel schauen, sehen wir nicht nur Lichtpunkte. Wir sehen das Ergebnis von Menschen wie Caroline, die bereit waren, alles zu opfern, um ein kleines Stück mehr von der Wahrheit zu erfahren. Sie hat uns gezeigt, dass Wissen kein Privileg des Geschlechts ist, sondern eine Frucht der Leidenschaft. Und nun frage ich dich: Welches Hindernis in deinem Leben hält dich gerade davon ab, nach deinen eigenen Sternen zu greifen? Glaubst du, dass du nicht groß genug, nicht gebildet genug oder nicht am richtigen Ort bist? Caroline Herschel war all das nicht, und doch hat sie ihren Namen in den Himmel geschrieben. Schreib mir in die Kommentare, welche historische Persönlichkeit dich am meisten inspiriert, über deine eigenen Grenzen hinauszuwachsen.
Wenn dir diese Geschichte der ersten echten Kometenjägerin gefallen hat, dann lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit wir uns beim nächsten Mal wieder auf die Reise zu den vergessenen Helden der Geschichte machen können. Bis bald unter dem weiten Sternenzelt.